Es gibt diese Achterbahn, die hat man schon mal gesehen, die packen einen richtig, aber irgendwie weiß man gar nichts darüber, weil die wahrscheinlich eigentlich einfach viel zu weit weg sind. Und so ging es auch mir mit einer Bahn, über die wir heute hier in diesem Video sprechen, und ja, wir sind das Ding sogar gefahren. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Retro Video Magazin und einem neuen Video meinerseits und einem neuen Review zu einer Achterbahn, die mich echt irgendwie gepackt hat, bevor wir sie überhaupt gefahren sind, und da müssen wir heute ein bisschen drüber sprechen, um das Ganze vielleicht besser nachvollziehen zu können oder einzuordnen, muss man gedanklich vielleicht ein bisschen zurückgehen, und wir erinnern uns an das Jahr 2016 und der Eröffnung von Taron im Phantasialand. Ja Leute, das ist jetzt fast 10 Jahre her, also es ist 10 Jahre her, aber bald auf den Tag genau sogar 10 Jahre, also irgendwann im Sommer. Und Taron ist ja einfach auch bis heute noch eine absolute Weltklasse-Achterbahn und hat so viel verändert und revolutioniert gefühlt und hat irgendwie ja diese großen, verrückten, fast schon brachialen Achterbahnen nach Mitteleuropa gebracht. Und Taron ist auch heute noch eine der besten Achterbahnen EU-West überhaupt. Und auf jeden Fall dieser Vibe, den man da hatte, und dieses Sehnen nach noch mehr so Bahnen, die irgendwie in diese Richtung geht, das muss man sich so ein bisschen vorstellen. Und dann kam 2 Jahre später eine Achterbahn, die irgendwie so ähnlich war. Gleicher Hersteller, ähnlicher Zug, anderes Zugdesign aber, und halt auch ein Multi-Launch LSM Coaster. Das aber irgendwie so weit weg, und trotzdem hat es Zoom gemacht, und deswegen müssen wir heute über diese Bahn sprechen. Steel Dolphin ist der Name, den wir eigentlich alle so kennen. Nimmt man die chinesischen Schriftzeichen, die bei der Rollercoaster Database hinterlegt sind, und schmeißt die entweder in Google Translate oder auch nach ChatGPT, kommt dabei aber raus Delfin-Achterbahn. Das ist sie ja auch am Ende des Tages, aber Steel Dolphin klingt schon ein bisschen cooler, und der Zug ist quasi ein Delfin, ein futuristischer Future Space Delfin mit goldenen Akzenten und Kappen, der aus so einer wolkenähnlichen Struktur vorne aus dem Zug rauskommt, und dieses Wellending zieht sich weiter den ganzen Zug hindurch. Und ansonsten haben wir hier einen Zug, den ihr ähnlich kennt wie bei Taron mit dem Over-the-Shoulder-Lap-Bar, mit dem großen Unterschied, dass hier auch noch ein Beckengurt nachgerüstet wurde, und der muss auch angelegt werden. Und ansonsten sitzt man nicht so hoch wie bei Taron, aber hat halt einfach quasi in Anführungsstrichen den Standard-Intermin-Zug mit dem Standardsitz in dem Standardbügel mit dem Add-on, was dann aus China gekommen ist, mit dem zusätzlichen Gurt, der noch eingebaut wurde. Ansonsten gibt es nicht viel Gestaltung und Storytelling, also die Warteschlange sowie Station haben da jetzt nicht so viel zu bieten, außer vielleicht ein paar Bildchen, alles so ein bisschen runtergerockter. Nichtsdestotrotz gibt es auch mal noch ein großes Haimaul, in das der Zug reinfährt, was mir irgendwie suggeriert, dass Haie Delfine fressen und wir trotzdem wieder rauskommen. Es gibt theoretisch auch noch Beleuchtung in der Schiene. Man sieht auf jeden Fall so LED-Bubbles, die in der oder auf der Backbone sind. Der Park hat aber irgendwie überwiegend halt nur tagsüber auf, und es hat jetzt auch bei bewölktem Himmel nichts geleuchtet. Und zu guter Letzt gibt es auch noch ein Wasserbecken, wo der Zug durchfährt, mit Fontänen. Da war weder Wasser drin, noch haben die Fontänen funktioniert. Das ist auch sehr schade. Aber sieht trotzdem irgendwie alles cool aus, aber der Hype ist natürlich bei mir persönlich auch ziemlich hoch bei dieser Bahn. Der Park, wo steht denn eigentlich Steel Dolphin? Und dafür müsst ihr in den Shanghai Haishang Ocean Park, den es seit 2018 gibt. Der befindet sich in Pudong, Shanghai in China. Das Ganze ist ein Themenpark mit verschiedenen Fahrgeschäften. Es gibt auch eine zweite Achterbahn, die Family Coaster heißt und von Samperla kommt und vom Standard-Layout 92 Meter eigentlich haben sollte, aber laut der Rollercoaster Database 85 Meter lang ist, 6,6 Meter hoch. Und auch hier ist es wieder spannend, die chinesischen Schriftzeichen mal in die Übersetzungen zu schmeißen. Und dabei kommt dann nicht Family Coaster raus, sondern schneller Pinguin. Grüße an Tom. Außerdem gibt es noch eine wirklich verrückte Wasserbahn, die man dort fahren kann, die eine Mischung aus Rafting und Wasserpark
Rutschen ist, aber ja, total cool. Ich verlinke euch gerne mal hier das On-Ride zu dieser Wasserbahn. Und in der Endcard packe ich euch auch den Vlog zu unserem Besuch im Shanghai Haisheng Ocean Park mit rein. Ist halt schon alles ganz spannend und interessant, einfach mal so in China in Freizeitparks unterwegs zu sein. Finde ich persönlich auf jeden Fall. Aber das Ganze ist nicht nur ein Park mit Fahrgeschäften, es gibt auch viele Aquarien. Da haben wir so einen Bruchteil von gesehen beim Durchlaufen und laut Wikipedia gibt es wohl auch noch eine Orca-Show. Kann ich mich nicht daran erinnern, dass die da beworben wurde, kann aber gut sein. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir uns das Ganze nicht angeschaut haben. Im Großen und Ganzen aber ein kleiner, überschaubarer Freizeitpark, wo man halt ein bisschen aus dem Zentrum rausfährt für und dann aber trotzdem eine ganz gute Zeit hat und man fährt halt auch wirklich nur für diese eine Achterbahn eigentlich dahin. Für so einen Standard Zamperla Kiddie Coaster, der da eine Schleife fährt, nimmt jetzt nicht unbedingt jeder den Weg auf sich. Auch da gibt es natürlich Ausnahmen. Daten und Fakten. Steel Dolphin hat 2018 eröffnet, kommt von Intermin Amusement Rides aus Liechtenstein und ist ein LSM Launch Coaster. Diese Achterbahn hat eine maximale Höhe von 33 Metern und fährt 1028 Meter Strecke ab mit einer Spitzengeschwindigkeit von maximal 85 km/h. Es könnten 2 Züge eingesetzt werden und die würden 885 Personen pro Stunde wegfahren können, wenn wir nicht in China wären. Aber das Thema chinesische Abfertigung haben wir schon sehr ausgelatscht und werden aber auch in naher Zukunft da noch ein paar Mal drüber sprechen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ja, die Bahn fährt quer bzw. um den halben Park drumherum und dann sind wir auch bei der Fahrt. Aus der Station raus gibt es einen kleinen Pre-Drop, der führt uns sofort auf den Launch-Track und mit dem LSM Launch starten wir in die Fahrt. Sound davon auch absolut beeindruckend und cool. Dann geht es einen Hügel nach oben, der ist aber, so sieht es zumindest für mich aus, leicht nach rechts geneigt, um dann im Anschluss noch krasser nach links runter zu droppen und in die Fahrt zu starten. Und eigentlich kommt jetzt ein erstmal langgezogener S-Kurven-Part, der mündet in so ein S-Kurven Twisted Airtime Hill Tornado und man dreht quasi 2 Runden mit Hügeln, also so Twisted Airtime Hills und Verschränkungen um den Platz vor dem Eingang, hat dabei auch teilweise Elemente, wo es halt wirklich nach oben geht, man komplett zur falschen, in Anführungsstrichen falschen Seite geneigt wird und wieder zurück. Also es ist schon ziemlich wild und geht da halt so 2 Runden quasi um den Platz und daraufhin folgt dann nochmal ein abgesenkter Linkskurven-Drop in ein Highmaul hinein und das haben wir eben auch schon mal angesprochen. Und dieses Highmaul mündet logischerweise in einen Tunnel, wo wir eine S-Kurve haben, die uns nach oben führt und wir stehen dann quasi, also wir fahren auf den LSM Boost zu und der Park ist quasi so ein bisschen unterteilt durch eine Art Fluss und diese Strecke müssen wir wieder überbrücken und das mit dem LSM Boost. Der Zug beschleunigt also nochmal und fährt voll Karacho auch auf so einen Twisted Airtime Hill zu. Man fährt also wieder nach oben und hat da wieder eine Verschränkung drin. Danach gibt es noch so einen Ejector Airtime Hügel und es geht zackig um eine Kurve in eine weitere S-Curve und dann kommt das Wasserbecken, da geht es einmal gerade drüber hinweg, das leider auch wie erwähnt leer war, die Fontänen nicht funktioniert haben. Da wieder raus, da gibt es noch eine S-Curve und dann in den Brake Run und im Anschluss der Schlussbremse geht es in 180-Grad-Kurve wieder Richtung Station. Also sehr viel S-Kurven-Richtungswechsel, sehr dynamisch die ganze Fahrt einfach. Und damit sind wir quasi auch so ein bisschen schon beim Fazit, denn ich finde, das Layout ist einfach super cool, weil es einfach mal ganz anders ist als Dinge, die man sonst so gewohnt ist, sonst so fährt. Und es ist einfach was Besonderes. Und ich war hyped auf diese Bahn und ich finde die Bahn immer noch cool.
Und ich glaube, das ist der beste Beweis dafür, dass sie wirklich gut geworden ist. Auch wenn es bestimmt das ein oder andere Element gibt, was man hätte vielleicht anders machen können. Aber im gesamten Steel Dolphin schon eine sehr, sehr coole Achterbahn geworden, die irgendwie sehr besonders ist für mich. Ich weiß nicht, wo dieser Bezug da so herkommt, aber hat mich komplett gecatcht und das ist eine richtig nice Bahn meiner Meinung nach. Und die Züge sehen richtig cool aus. Das ist so typisch chinesisch, aber dann diese krassen europäischen Achterbahnen da. Ja, und das ist Steel Dolphin im Shanghai Haishang Ocean Park und mir gefällt die Bahn unfassbar gut. Was ist eure Meinung dazu? Und sollte es mehr solche Coaster wieder geben, lasst es uns in den Kommentaren wissen. Und morgen um 18 Uhr sehen wir uns wieder hier. Vor allem, wenn ihr jetzt abonnieren drückt, kostet euch nichts, supportet uns aber ungemein.